Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ja, im letzten Part haben wir das Boot-Event gespielt, also das Minigame im Zuge des Lantern Ride Events. Und in diesem Part wollen wir noch das Lantern Ride Event komplett abschließen. Das ist zumindest das Ziel für den Part. Ja, dementsprechend würde ich sagen, fackeln wir nicht lang und machen direkt mit der nächsten Herausforderung weiter. Im Kapitel Namenlose Helden. Und da ist es ganz gut, dass wir im Zuge dieser einen Laufquest, so nenne ich es jetzt mal, wo wir Münzen sammeln sollten, schon mal Sumeru so ein bisschen, so ein kleines bisschen getoucht haben. Dass wir nun zu diesem Teleporter können und auch einfach hier in Sumeru bereits diese Quest machen können. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann gegen Pilze kämpfen müssen. Das ist in Sumeru häufig der Fall. Ich sehe aber noch keine Gegner. Ah, da unten. Genau, da haben wir hier die Pilze. Hallo, ihr Pilze. So, da hatten wir die ersten. So, und jetzt nehme ich natürlich Kaya wieder zum Angreifen, weil er natürlich mit seinen Attacken hier die meiste Zeit die Pilze gut treffen kann. Aber Xingqiu ist auf jeden Fall ganz cool für die zusätzlichen Sachen, dass wenn die fliegen zum Beispiel, er die Pilze so besser trifft als jetzt zum Beispiel mein Kaya. Warte mal, ich will mal kurz die schnell holen. Weil das sind Materialien, die wir später sicherlich auch brauchen werden. Die Kugel verfolgt mich, das ist nicht so cool. Genau. Gegen die Pilze ist es ein bisschen schwieriger. Klar, wir sind normalerweise noch nicht in diesem Gebiet. Das sind also etwas, sagen wir mal, etwas stärkere Gegner. Aber sie sind auf jeden Fall auch trotzdem machbar. Hat man ja gerade hier gesehen. Ich bin jetzt gespannt, tatsächlich, wo uns das Ganze hier hinführt. Denn wenn wir in ein Gebiet kommen, wo wir noch andere Teleporter haben, die wir freischalten können, ähnlich so wie das im letzten Part am Ende der Fall war, dann können wir gleich die Teleporter mitnehmen. So wie hier zum Beispiel. Na, wir sehen, wir haben hier gleich einen Teleporter nebenan. Und da würde ich sagen, bevor wir jetzt ins Kämpfen gehen, holen wir uns den Teleporter, der hier ist. Weil, warum nicht, ne? Wenn wir gerade hier sind, dann lohnt sich das doch. So, und jetzt können wir auch hier die Gegner besiegen. So, und dann machen wir das Ganze hier so, dass wir die Gegner mal wieder versuchen einzufrieren. Und man muss auch sagen, der Burst geht relativ lange von Xingqiu. Können wir schon wieder... Oh ja, das können wir auch machen. Sehr gut. Sein Skill aktivieren. Und das ging dagegen recht schnell, würde ich sagen. Dann aktivieren wir hier die Truhe, holen uns natürlich wieder das, was es in der Truhe zu holen gibt und machen uns auf den Weg zur letzten Destination dieses Kapitels. Haben wir da unten die Wüstentypen sind das normalerweise, glaube ich.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Die lassen natürlich auch Loot fallen. Den nehmen wir uns mit. Und wenn wir hier durch sind, schauen wir auch gleich mal nach Shinche, ob wir ihn nicht inzwischen wieder einmal hochstufen können. Denn das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Denn er soll ja ein fester Bestandteil in unserem folgenden Team sein. Dementsprechend schaue ich jetzt einfach mal, wie viel wir haben und wie viel wir ihn damit hochstufen können. So, 2000 können wir hier noch machen und den Rest kann er wieder passiv leveln. Hochstufen kann ich ihn danach auf jeden Fall. Da haben wir noch genug und auch für die nächste haben wir sogar noch genug. Und weiter können wir auch noch gar nicht, weil danach brauchen wir Stufe 35. Dementsprechend habe ich exakt das zusammen, was ich für ihn brauche. Ah, wobei, warte mal. Doch, müsste gehen. Ja, die Masken können wir uns craften. Das sollte kein Problem sein. So, hier sind wir nur in der Nähe der Statue. Wir sind also quasi von hier über diesen Teleporter nach hier. Ja, da haben wir zumindest den einen Teleporter hier mitgenommen. Würde ich sagen. Sieht doch von daher ganz gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Namenlose Helden. Ach ja, das sammeln wir uns natürlich alles ein. Und dann brauchen wir nur noch diese Herausforderung hier. Da würde ich sagen, gehen wir zur Herausforderung. Die befindet sich hier. Naja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen hinlaufen. Aber ich denke mal, das stört uns nicht allzu sehr. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen mal zur Statue. Da können wir uns auch direkt hochheilen. So, und dann gucken wir mal, dass wir uns die Domain dort holen. Denn das, was auf dem Weg liegt, nehme ich natürlich direkt gerne auch mit. So. Gehen wir auf jeden Fall hier rein. Tal des Gedenkens. Das müsste eine Artefakt-Domain sein, glaube ich. Ja. Und zwar ist das die für fast jeden Animo-Nutzer, der nicht quasi Main-DPS ist, sondern der hauptsächlich als Buffer fungieren soll. Und dann haben wir das noch als das zweite ist für Healer, aber naja, da gibt es andere, bessere Optionen für die meisten. Aber das ist trotzdem jetzt ein Artefakt-Set, was man durchaus spielen kann. Genau, wir laufen einfach an der Seite des Drachengrads lang, würde ich sagen. Hier sollten eigentlich keine Monster auftauchen. Soweit. Und wir sollten hier an dem anderen Ende noch eine Domain finden. Genau. Dort sehen wir sie schon auf der Minimap. Und da sehen wir sie auch schon im Spiel. Und dort in dieser Domain gibt es auch wieder Artefakte. Und zwar einmal für physischen Schaden, was zum Beispiel gut für Eula ist. Oder
Das zweite Artefakt müsste Millilith sein, was gut für Shielder ist. Besonders natürlich für Zhongli, wegen dem Vierer-Effekt, aber genau. Das ist diese Domain hier. Ja, und nun, da wir die Domain haben, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Herausforderung. Die befindet sich nämlich hier. Zack. Und dann machen wir das. Und dann machen wir das. Und dann sind wir nämlich hier schon wieder so, dass wir die Gegner schön einfrieren können. Jawohl. Das gibt gut Punkte. So, und da haben wir wieder ein paar neue Gegner mit einem Hydro-Magier, der andere heilen kann. Deswegen soll der als erstes weg, am besten. So, und jetzt versuche ich währenddessen einfach mal unsere Ults aufzuladen, denn die haben nicht mehr allzu viel HP. Deswegen ich denke, dass ich diese auch ohne Ult besiegen kann. Und damit sollte ich alle Ults wieder aufgeladen haben. Genau. Perfekt. Wir sammeln natürlich unseren Loot ein. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann schauen wir mal, wohin der Wind uns trägt. Vorher allerdings, wir sind immer noch Stufe 39. Das sollten wir nämlich nicht verpassen, denn wenn wir Stufe 40 sind, können wir ja den nächsten Aufstieg machen für unseren guten Xingshi. Und da haben wir die nächsten Slimes diesmal. So. Jetzt aber so schnell wie möglich. Gut, wir haben natürlich jetzt Kryo-Slimes, was nicht gar so cool ist. Okay, die Pflanze machen wir auf jeden Fall zuerst weg. Und dann haben wir auch damit diese Herausforderung. Wir kommen ja ziemlich gut voran, tatsächlich. Vielleicht können wir uns danach noch ein bisschen was anderes anschauen. Vielleicht können wir noch mal versuchen, uns um so eine Kopfgeldjagd zu kümmern. Vielleicht eine, die nicht ganz so schwer ist. Es gibt ja auch etwas leichtere vom Schwierigkeitsgrad her. Vielleicht können wir ja so eine dann machen. Cryo is always far more effective in the rain. Weil ich würde auf jeden Fall gern heute noch die Bitten auf jeden Fall machen und die Kopfgeldjagden, wenn ich hiermit durch bin. Ganz einfach aus dem Grund, weil die sich morgen resetten. Das heißt, selbst wenn wir heute nur die allereinfachsten Kopfgeldjagden machen, sind das quasi kostenlose Punkte bezüglich des Städteansehens, welche wir dann einfach mitnehmen können. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, die einfach so leicht zu bekommen und mitzunehmen, würde ich sagen, sollten wir uns die Möglichkeit auch nicht entgehen lassen. So. Wir versuchen auf jeden Fall, den mal wieder ohne unsere Ult zu killen. Ups. Naja. So, und dann machen wir das Ganze hier. Zack, und das sollte uns auf jeden Fall die nötige Durchschlagskraft geben, um hier im Regen auf jeden Fall zu bestehen. Die letzte befindet sich dort. Und ich glaube, das ist auch dann die allerletzte Stage in diesem Event. Meine ich zumindest.
Es sieht zumindest nicht so aus, als würde es noch weitergehen. Loot habe ich keinen vergessen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, sind wir mit dieser Geschichte erstmal durch. Wir teleportieren uns mal nach Liyue zur Abwechslung. Ja, und dann schauen wir einfach mal, dass wir unsere Belohnungen alle einsammeln. Wir haben einmal diese Belohnung hier. Dann jetzt sind wir schon mal auf Stufe 13 vom Battle Pass. Dann haben wir selbstverständlich bei den Aktionsdetails hier die letzten Belohnungen. Und dann haben wir 1200 Punkte Festlichkeit. Für 1000 Punkte kriegen wir auf jeden Fall nochmal eine Belohnung. Für 1200 anscheinend nicht, aber naja, ist dann halt so. Wir gehen mal zu den Festanekdoten, denn die Quest, die geht auch noch weiter. Wo bleibt der wahre Zuhörer? Ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. What's the hurry? Wo muss ich denn da hin? Ach so. Mal wieder zur Yujing-Terrasse. Da würde ich sagen, gleiten wir doch von unserem gut bekannten Teleporter in diese Richtung und dann gehen wir mal Ganyu besuchen, die schon wieder am Einschlafen ist. Oh Mann, das ist schon niedlich. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Vielleicht hat sie noch Hörner? Ganyu? Bist du vielleicht die Person, die wir suchen? Then she looked just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Ja, du, Ganyu. Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Oh, so niedlich. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful Cloud zittering at Retainer. once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. Ja,
As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However... Du hast noch andere Besorgnisse? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Alles klar, dann gehen wir mal zu Cloud Retainer. Übrigens, für die werde ich auch die englischen Namen verwenden, weil die deutschen sind ultra lang. Hat man ja gesehen. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Ganyu ist schon ohne uns los. Och nee. Och nee. Ha. Wir müssen mal wieder parallel questen. Vom Adepten gesandt. Welcher ist denn das? Hä? Ist er weiter unten? Von Adepten gesandt, da. Ich würde sagen, wir brauchen leckere Juwelensuppe. Haben wir die überhaupt? Ich hoffe doch mal. Juwelensuppe. Ich guck mal kurz, ob wir die haben. Sieht zumindest nicht so aus, oder? Davon ist doch keins. Juwelensuppe. Nee. Dann hoffe ich mal, dass wir sie gleich herstellen können. Und dann hoffe ich, dass Cloud Retainer nicht so lange, beziehungsweise der Ort nicht so lange in der Quest gefangen sein wird, dass wir das relativ schnell über die Bühne bekommen. Denn ich würde gern das Event, wie gesagt, heute einmal komplett abschließen. Da hinten haben wir unseren Kochtopf. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin und schauen mal, ob wir die Juwelensuppe denn machen können. Erstmal haben wir ein neues Rezept. Juwelensuppe, dort. Also einmal können wir sie machen. Zack. Opfere die leckere Juwelensuppe. Dann opfern wir die mal. Und jetzt können wir Wo bleibt der wahre Zuhörer wieder machen. Von den Adepten gesandt. Wo bleibt der wahre Zuhörer? Jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir es jetzt einigermaßen gut vorangebracht. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Ist sie vielleicht gerade mit etwas anderem beschäftigt? True. Now that I think about it,
Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Paimon, du fliegst, okay? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Paimon will warten, falls Our goal sie here is zurück to ist. find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Das hat beim Dvorak auch nicht funktioniert, Paimon. Da war zwar Yao Yao da, um ihnen zu helfen, aber trotzdem hat das nicht funktioniert. Hier wäre ja Paimon und Ganyu da, also würde es auch nicht funktionieren. Ihr müsst ein bisschen nachdenken. Außerdem, warum ich? Warum machst du es nicht selbst, Paimon? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Irgendwie fühlt sich dieser Vorschlag nicht richtig an. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there! Quick, swim to the very center! Ah, fine. Oh ja, wir wollen in den Fischteich, genau. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Wow. What is going on? Oh, schau! Let's go! Ich glaube aber How nicht, do you dass feel das right der now? ist, den wir suchen. Und Shanna auch! Shanna könnte es sein, die wir suchen. Gut. Aber das ist cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die beiden kommen, um uns zu helfen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es heißt, ja, hat nicht funktioniert. Shenhe! And the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Paimon, das war deine Idee. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay. Eigentlich wissen wir das noch nicht, aber wir lernen es in der Jade gemacht Quest. Ja, entschuldigt bitte die Mühe. Glad you're okay. Gehst du schon? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However... Ach ja, Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? das earlier wäre this morning, interessant. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift from Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you.
sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Oh, Ganyu cool. arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ja, Ganyu möchte einfach nur nicht, dass du so höflich gegenüber ihr bist. Ihr seid doch Freunde. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's, a kind of a happy or relaxing sound. Or, a nerve-wracking sound. Or even a terrifying one. Okay, I'm done. Komm, wir I holen die also Leier left her a kurz note raus so und that she knows spielen where für to sie. find Ach us. nee, haben wir ja gar nicht. We Und die won't sind miss da her auch nicht. again. Verdammt. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, Wahrscheinlich irgendwelche Geräusche aus der Wildnis. Paimons Beschreibung war ja auch nicht die beste. Warte mal, 200. Oh, schau mal. Wir können hierhin teleportieren. Ja. Das hilft uns natürlich weiter. Jetzt müssen wir nur noch kurz hier ein Stück hochklettern. So, dann schauen wir mal. Was hat sie denn gehört? Ob This es is the Musik war? place. Man weiß es nicht. I enjoy training here to the sound of music. Okay. Ich höre keine Musik. Sogar die Background-Musik ist weg. Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Ja, du bist taub, Paimon. Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Ha, genau. Okay, fine. It's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Ganyu, sing uns ein Volkslied über Glaslilien. Huh? Ach komm, jetzt sei nicht so schüchtern. Why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Ja, hoffentlich wird es keine Vanillo Aqua anlocken. Ja, wir wissen ja noch, was passiert ist, als wir versucht haben, für die Glaslilien zu singen. Ah, ich weiß, was das war. Das war, From the opera that you genau, genau das. That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past.
In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. Das ist nämlich aus ihrem We're all Legendenauftrag. there, raising our Oder glasses war das and ein drinking Event? to our Ich weiß heart's es gerade content nicht. on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. Ach nein, das war vom J-Chamber, And stimmt. as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back Ja. to me, as strong as they were on that day. Stimmt, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, seit die So Quest that's the eigentlich power ins of Spiel music. kam. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks, the little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops, the tunes of folk artists performing on the streets. Bei diesen Melodien dreht sich alles um den Hafen von Liyue. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At Oh. least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses, but at the very least, Kuching and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. Warum ist das immer so süß? I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Ah. Do people say that? I'm not Die completely Übersetzung war sure aber eigentlich either. falsch. Das heißt eigentlich, wenn du darauf bestehst. Okay? If you You got the insist. point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Kuching ist doch keine Blume, oder? Who dares refer to one not by one's adeptus title, but merely as that illuminated bird? Paimon war's. Master, Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being chastised once already?
Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Oh? Well, shall one lead the way? Ja, vielen Dank, Cloud Retainer. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Frohes Laternenritual. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Oh ja. Ach, das weckt Erinnerungen. Aber tatsächlich, wir haben das Ganze ja noch vor uns. Die wunderschöne Oper von Yunjin uns anzuhören. Also ich hoffe, dass wir das noch machen können. Ich hoffe, dass es nicht im Zuge von einem Event war, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Event war. So, wir sollen zum angegebenen Ort gehen. Dort. Okay. Dann nehmen wir den Teleporter, würde ich sagen. What's the hurry? Catch the wind. Und dann schauen wir doch mal. Oh, Xingqiu ist inzwischen auch Stufe 40. Das heißt, wir können ihn mal aufsteigen lassen. Zack, Aufstieg. Had I no moral compass, my efforts would have been misguided. Doomed to grasp at shadows, while missing the substance, I would have become a Philistine that seeks only violence. Okay. Und wir stufen ihn weiter hoch, würde ich sagen. Erstmal auf Stufe 45. Und dann, leider haben wir tatsächlich zurzeit nicht so viele Bücher. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Sie ist auf Stufe 50. Oh, sie können wir auch hochstufen. Inzwischen. Dann machen wir das doch. Zack. Sie kann erstmal passiv ein bisschen weiter leveln. Ja, und er ist auf Stufe 49, er auf Stufe 46, Bennett ist auch auf Stufe 49. Aber für ihn brauchen wir noch Treasure Hoarders, das heißt, die müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Und für ihn brauchen wir noch Masken, aber die können wir craften auf jeden Fall. Hier brauchen wir Joey und Pepperoni und Abenteurerstufe 35, also müssen wir uns darum jetzt noch nicht kümmern. Genau. Ja, aber das ist auf jeden Fall ganz nett, würde ich sagen. Stufe 45. Bei Xingqiu erreicht zu haben. Ich glaube sogar 46. Das Vieh. Das wollte ich eigentlich nicht triggern. Meine Güte. So. Ich würde sagen, wir holen uns allerdings mal die Domain. Damit wir uns später auch hierhin teleportieren können. Reingehen tun wir jetzt allerdings noch nicht. Das machen wir irgendwann anders. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Naja, ich gehe mal davon aus, dass die Guizhong Ballista nach Guizhong benannt ist. Ihr erinnert euch, das war die Armbrust, mit der wir die Kokosziege für Chi-Chi gesucht haben. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust.
She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Okay. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Zhang often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like. Huh. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Ja, wir haben von Once he ihm had auch brought out the gehört. treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Zhang nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Zhang would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She Ja, always das zweite sought to fand make ich everyone besser. happy. And one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or Paimon. ladybird. You... Come on, get over yourself! Anyway, just Paimon as hat's our schon verdient. impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Der Gott des Herdes, Back then, das one ist was übrigens always Goba. bothered by how the cups Also Rex Lapis Zhanglings brought kleiner were always Bär. too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Das sollte nicht so bequem zu bedienen sein. Hä? Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Precisely. So, as you can see, even one as great as Rex Lapis was not immune to making the occasional blunder. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Zhang would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Aber was hat das jetzt mit dem Each Adepten of zu those tun, old nach dem wir fossils suchen? had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Zhang,
before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, Madam Ping. Okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Nein, wahrscheinlich war es Madam Ping. Already... Oha. Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. Okay, erzähl mal weiter. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute Ist das for die human Cleansing Bell, die wir composers, gesucht haben? they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. Oha. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhong were born out of discussions on the discipline of mechanics. Also, mal ganz kurz. Das war jetzt wieder ultra viel Geschichte einfach. Man lernt halt extrem viel durch diese Events. Es ist wirklich schade, dass diese Storys halt in Events erzählt werden, die irgendwann vorbei sind und man dann diese Storys nicht mehr erleben kann. Das finde ich wirklich, wirklich sehr bedauerlich. Weil, ohne Mist, wenn jetzt jemand morgen das Spiel starten würde, der würde diese Sequenz halt in seinem Spielverlauf nie zu sehen bekommen.
das ist ja wirklich ärgerlich, weil man hat so viel erfahren. Man hat Madame Ping gesehen, wie sie früher ausgesehen hat. Na, man hat eine menschliche Form von Cloud Retainer gesehen. Das war die Frau mit dieser Brille. Und man hat halt gemerkt, wie der Archon war, also der große Krieg der Götter, quasi die anderen Leute, auch die Adepten, quasi mit ins Chaos gestürzt hat. Freundschaften sind einfach daran zerbrochen. Also, das muss man erstmal sacken lassen. Naja, aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Ist Madame Ping die Person, die Dvořáks Vorfahren gerettet hat? Ich schätze, wir werden es erfahren. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Das ist auch sehr interessant. Zhongli hat zu uns ja gesagt, als wir uns von ihm verabschiedet haben, dass er den Adepten einen Hinweis darauf gegeben hat, dass er quasi Rex Lapis als Zhongli weiterlebt. Ich glaube, genau das war dieser Hinweis, dass er sich die Glocke ausleihen wollte. Das hat ja gerade Cloud Retainer uns gesagt. Da er sich die Glocke ausgeliehen hat, wusste Madame Ping, dass er quasi Rex Lapis ist. Das ist halt wirklich sowas, solche Feinheiten, ne? Die erfahren wir dann in den Events. Wie bereits gesagt, schade, dass das nicht permanent im Spiel ist. Wäre wirklich cool. Naja, wir machen mal weiter. Wow, so they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music,
Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, 2 tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Oha, das würde ich gern hören jetzt. Once upon a time, Streetwood Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhong passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetwood Rambler. Also ist Madame Ping wirklich der, den wir suchen. Why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madame Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Mal überlegen. Wollen wir Madame Ping darauf ansprechen? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way, so I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone. But there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Ja, ich muss sagen, da hat Ganyu recht. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage.
You youngsters and your imaginations. Ja, ich glaube, mit dem Ping Why don't würde you come das with nicht us? so sehr gut It's heißen. been a long time since you last spoke with Ping. And Leo Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in pink could mean any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Wie wäre es, Ganyos Vorschlag anzunehmen? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. Natürlich. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Alles klar. Once the Gwaili Assembly, now the Gwaili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Ich glaube nicht. Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Oha. So. Ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Da hinten zum Beispiel eine Truhe. Da wird bestimmt was auftauchen. Ja. Aber das sind nur solche Fledermäuse. Die sind ja relativ leicht zu besiegen, wenn man sie trifft. Ja. Heute sind wir einigermaßen zielsicher. Und dann wollte ich noch kurz den Geoculus dort hinten einsammeln. Und damit würde ich aber sagen, haben wir für den heutigen Part einiges geschafft. Wir sind mit dem Event sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben die Event-Quest weiterverfolgt. Und ich schätze, damit werden wir im nächsten Part fertig werden. Für den Moment verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um die zukünftigen Parts nicht zu verpassen. Und falls ihr die alten Parts noch nicht gesehen habt, dann ist am Ende des Videos eine Playlist für euch verlinkt. Ja, also könnt ihr die dort auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.